Ganz zuerst hatte er so blaue Flecken auf der Haut oder am ganzen Körper. Und ja, da hat man auch mal, was war das erste, was wir gemacht haben? Gegoogelt hast, ja, wie man es auch macht. Genau, wir haben ja gewusst, er schnackt noch nicht, er läuft noch nicht, er ist nicht runtergefallen. Und dann sind die blauen Flecken auch immer grösser geworden. Ja, und wenn man googelt, war man ganz schnell bei der Leukämie. Und als wir dann in Zürich am Donnerstag auf den Termin gewartet haben, sind wir beim Zimmer aussen gehockt, auf dem Bänkchen, und dann sind 4 Ärzte miteinander gekommen und sind vor uns rein in das Zimmer, wo wir nachher Besprechung haben. Und dann, ja, weiss man dann schon, wenn 4 Ärzte miteinander kommen, dass irgendetwas in dem Fall doch nicht so gut ist. Und ja, es war ein Schock. Kilian habe ich kennengelernt, als er 10 Wochen alt war. Er hat sich vorgestellt mit Hautflecken. Die stellten sich dann als Leukämie-Infiltrate heraus. Wir konnten die Leukämie dann auch im Knochenmark feststellen. Schnell haben wir auch in den genetischen Analysen eine aggressive genetische Veränderung gefunden, die passt zu einer Säuglingsleukämie. Und wir wussten schon von da, als er erst 10 Wochen alt war, dass wir eine starke Chemotherapie geben müssen, die eine Stammzelltransplantation beinhaltet. Die Ursache von Krebs bei Kindern ist nicht ganz klar. Es sind Fehler, genetische Fehler in der Embryonalentwicklung, also nicht so wie bei Erwachsenen, UV-Strahlung, Essen, Rauchen. Bei Kindern kommt das wirklich aus intrinsischen genetischen Defekten. Ja, ich vergesse das nicht. Es war echt eine Ohnmacht und man fragt sich wirklich, warum. In diesem Alter, was hat das Kind gemacht oder ja, warum? Und der Arzt hat uns gesagt, es ist einfach Pech. Es ist ein Typ und auch das Alter des Kindes, das da sehr, sehr selten vorkommt. Und es ist einfach Pech, wer das hat. Also man kann dem nicht entgegenwirken, man kann auch nichts falsch machen. Mami, und Mädchen sind da. Mädchen sind da. Was ist da? Mami. Du schnell zu uns hocken. So lange. Ja. Das ist da zum Beispiel die ist für Bandwechsel und die rote ist Blutnehmen. Das ist, wenn er Blut hat müssen bekommen, eine Transfusion. Und was er auch ganz offen hatte, sind Punktionen. Wenn wir schauen, wie es mit der Leukämie aussieht. Also einfach eben jedes Symbol steht für eine Nacht, die er hatte, für eine Behandlung. Ich kann raus. Bei Kilian stellte sich leider 3 Monate nach der Stammzelltransplantation heraus, dass er einen Rückfall erlitt. Das ist leider häufig bei dieser Art der Säuglingsleukämien. Wir mussten dann überlegen, zusammen mit der Familie, wie wir weiterfahren. Nochmals eine starke Chemotherapie kann man diesem kleinen Körper fast nicht zumuten. Und auch haben wir gesehen, dass die nichts genutzt hat. Wir konnten ihn nicht heilen. Deshalb haben wir weiter gesucht. Wir wussten, dass bei seiner genetischen Veränderung ein Medikament gezielt diese Veränderung treffen kann. Wir haben auch in unserem Labor das Drug Response Profiling durchgeführt. Also wir haben seine Leukämiezellen auf verschiedene Medikamente getestet im Labor und haben gesehen, dass dieses Medikament doch sehr gut nützt. Und das hat uns Mut gemacht, ihn an eine klinische Studie zu schicken, in Utrecht in Holland, also im Ausland. Das musste gut besprochen werden mit der Familie. Das war eine riskante Situation, ihn ins Ausland zu schicken, nicht genau zu wissen, wie er anspricht auf diese Therapie. Ja, sicher war es schwierig, oder? Es war einfach irgendwie eine ungewisse Zeit. Du hast nicht gewusst, auf welche Seite das geht. Also Garantie ist ja nicht gehabt. Meine, Mami. bei so einem Medikament, das noch nie erforscht ist, ja, wahrscheinlich noch weniger, wenn es sonst irgendwas nehmen, wo vielleicht Erfahrungen da sind. Emotional war es sehr schwierig. Diese Therapie war damals relativ neu. Die klinische Studie war relativ neu auf und Kilian war in der Schweiz das erste Kind, das Zugang zu dieser Therapie hatte.
Forschung ist extrem wichtig, dass wir den Krebs besser kennenlernen, mit dem Ziel einer personalisierten Therapie, dass man wirklich die genetischen Veränderungen trifft und somit an Toxizität spart, aber vor allem auch die Überlebenswahrscheinlichkeiten erhöht. Es hat viel weniger Nebenwirkungen gehabt. Er hatte zweimal ein Medikament bekommen, am Morgen und am Nachmittag, das er einnehmen musste. Und das Schwierigste war eigentlich, dass er vorher und nachher nüchtern sein musste. Also wenn er Hunger hatte, musste man ihn vertrösten. Aber sonst hat er nichts gemerkt. Und die Chemo, die hat wirklich schon den Körper zerstört. Und das hat man gesehen und das hat man gefühlt und das hat man gespürt. Und was uns ja auch gesagt haben, wir haben die Möglichkeit, noch einmal in Zürich genau das Gleiche zu machen. Einfach in der Hoffnung, dass es da mal klappt. Ich hätte ihm das nicht mehr, ich hätte das, glaube ich, nicht das zweite Mal mit anschauen oder miterleben oder auch ihm zumuten. Und da in Holland war es schon anders. Eine internationale Vernetzung in der Forschung und in der Klinik ist deshalb so wichtig, weil Kinderkrebs extrem selten ist. Kinderkrebs gilt als Rare Disease. Wir haben 300 Neudiagnosen in der Schweiz pro Jahr. AML, der Fall von Kilian, haben wir 8 bis 10 Patienten in der Schweiz pro Jahr. Das ist extrem wenig und deshalb brauchen wir eine internationale Vernetzung, um die Daten zu sammeln und mehr über die Leukämien herauszufinden, bessere Therapien zu erforschen und in die Wege zu leiten. Ja, eigentlich schon ziemlich klein. Nach 6 Monaten haben sie irgendwann gesagt, das war die letzte Punktion. Sie haben nie wortwörtlich gesagt, er ist jetzt geheilt. Weil ich glaube, die Garantie die kann einem oder darf einem wahrscheinlich auch niemand geben. Sie haben aber sehr gleich gesagt, dass sie positiv sind, weil sie der Meinung wären, die Leukämie war so aggressiv, dass sie viel schneller wieder gekommen wäre. Die Kinder brauchen eigene Forschung und andere Therapien, weil die Krebse sich relevant unterscheiden. Auch sind die Körper der Kinder anders. Sie vertragen andere Therapien, sie vertragen sogar mehr Therapien. Wir haben aber das Problem des langen Lebens, wenn sie geheilt sind. Wir wollen, dass sie ein gesundes, langes Leben haben, nicht nur ein krebsfreies, langes Leben. Deshalb haben wir da ganz große Unterschiede zwischen der Ursache des Krebs, der Genetik des Krebs und der Therapie des Krebses bei Kindern und Erwachsenen. Wenn die Forschung nicht wäre oder wenn wir die Möglichkeit nicht gehabt hätten, um auf Holland zu gehen mit dem Kilian, dann hätten wir uns von unserem Kind verabschieden. Und ich habe das Gefühl, also ich finde es einen schönen Gedanken, wenn man darauf aufmerksam macht, was die Forschung bewirkt und vor allem, was sie den Betroffenen in dem Moment gibt, und zwar Hoffnung. Und ich glaube, also wenn wir die Forschung nicht gehabt hätten... Kann ich mein Maul putzen? Putz dein Maul gerade. Nein, Mami. Kann ich mein Maul putzen? Ja, Kilian und seine Familie waren immer sehr aufgestellt, fit. Kilian war immer recht fit. Die Familie hat einen extremen Zusammenhalt gezeigt, extreme Stärke. Das war wirklich bewundernswert. Ich kann mich auch gut erinnern an die Phase der Entscheidung, ob sie ins Ausland sollen, nach Utrecht, weil wir doch nicht versprechen konnten, dass diese Therapie helfen wird. Und sie haben den Mut gehabt, dahin zu gehen und haben das super gut gemacht. Das bleibt mir, dass sie wirklich eine sehr starke Familie sind. Ja, schätze ich einfach viel mehr. Oder? Also, ja. Ja, und es ist auch ganz ein grosser Stolz auch auf die Mädchen, weil die haben Unfassbares müssen mitmachen und die haben das mitgetragen. Und ja, wie sie an dem gewachsen sind und was sie von dem mitgenommen haben, das ist... Also wenn man die 3 zusammen so hört und sieht, das ist einfach das Größte. Und es gibt keinen einzigen Tag, wo man da nicht an das denkt. Es ist, kein Tag ist in dem Sinne normal. Jedes Mal, wenn ich den Kilian anschaue, dann weiss ich, was es heisst, dass er da sein darf. Es ist das Bremse. Es ist das Eis.